Der Brabus-Fake-Skandal mit und von Milli Brabus, PA Sports und seiner Frau Luna Rabea. Ja, er beschäftigt uns immer noch und in diesem Video möchte ich auf ein paar sehr spannende Themen und auch Hintergründe, Insider-Informationen sozusagen eingehen, denn es ist wirklich ein Wahnsinn, wie gespalten die Meinungen tatsächlich auch hierzu sind und wie viel Unwissenheit, finde ich persönlich auch, ja einfach in dem Bereich Automobil bei ganz vielen Leuten, die hier den Mund aufmachen, tatsächlich herrscht. Mittlerweile gibt es ja auch ein offizielles Statement von Brabus, von Konstantin Buschmann persönlich. Dazu möchte ich einfach kurz vorweg nochmal nehmen. Er hat das einfach kurz und grob zusammengefasst, würde ich jetzt einfach mal sagen. Es geht darum, einerseits, es gibt aktuell gar keinen Pressechef bei Brabus. Das heißt also, dieses Amt obliegt aktuell ja dem Konstantin Buschmann. Das heißt also, er macht das quasi zwischen seinen 10.000 wahrscheinlich Sachen, die er sonst noch macht, auch noch. Ne? Das heißt also, es gab keine PR-erfahrene, ganz spitze, auch ausgebildete Person, die jetzt irgendwo für Brabus direkt greifbar war, um mit der Sache dann auch entsprechend umzugehen. Unabhängig bitte davon, dass garantiert, und es wurde ja auch eingestanden, es absolut nicht in Ordnung war und auch nicht im Sinne der Marke Brabus, wie sich hier Milli Brabus, seine Verlobte im Endeffekt, ja ausgedrückt hat. Gerade in diesen Minuten, wo ich das Ganze hier aufnehme, ist auch soeben das offizielle Statement ja von Milli Brabus, ja, per Video-Statement, also anders als Konstantin und Brabus, die haben das Ganze ja quasi per Schriftform in einem Post gemacht zum Swipen und Milli hat sich jetzt tatsächlich mit einer Videobotschaft an alle nochmal gewendet. Hallo ihr Lieben, es hat einige Zeit gedauert, um über dieses Thema zu sprechen. Ich habe in einer Situation spontan und emotional reagiert, in der ich ruhig und professionell hätte bleiben müssen. Ich wollte etwas schützen, das mir sehr wichtig ist, das Brabus-Team und die Marke. Und ich habe dabei in meinem Kommentar unter Lunas Post öffentlich Worte gewählt, die falsch waren. Dafür übernehme ich die Verantwortung. Ich möchte mich bei dir, Luna, bei deinem Mann, beim gesamten Brabus-Team und bei allen da draußen, die meine Worte getroffen haben, aufrichtig entschuldigen. Ich habe euch zugehört, ich lerne daraus und ich werde es in Zukunft anders und besser machen. Und hat da, glaube ich, auch die korrekten Worte gefunden, sich entschuldigt und ich nehme es ihr jetzt einfach mal persönlich ab, ne, dass sie das auch wirklich erstens so nicht gemeint hat, komplett falsch oder überreagiert hat, ne, und sich null im Klaren war, was das tatsächlich auslösen kann. Ne? Da es ja so viele Fragen technischer Natur gab, habe ich mir überlegt, es wäre noch super interessant, einen Insider, also wirklich jemand, der ja vom Fach ist, hier zu interviewen, um einfach mal diese Sicht der Dinge ja nochmal zu schildern. Und da habe ich wirklich einen ja Karosseriebau- und Fahrzeugbaumeister gefunden und er wird auch als Tuning-Gott himself ja bezeichnet. Das ist Tim Lindenau, der Geschäftsführer von der Firma TIP Exclusive. Die machen auch Umbauten, also insofern wirklich vom Fach. Er hat selbst, wie gesagt, eine Brabus G-Klasse. Das heißt, also er weiß ganz genau, wovon er da spricht. Er hat auch eine sehr spezielle Geschichte zu dieser Brabus G-Klasse, die er uns auch noch erzählen wird. Und insofern ist es mir einfach wichtig, neutral das Ganze zu beurteilen. Wir wollen weder hier irgendjemanden an den Pranger stellen, wir wollen auch Brabus überhaupt nichts Schlechtes, wir wollen einfach ganz neutral über eine Thematik diskutieren, die einfach in dieser Automobilwelt und jetzt eben auch ja schon noch viel weiter darüber hinaus aktuell einfach für Furore sorgt, wo man einfach sich als vielleicht jemand, der nicht so tief in der Materie drin ist, jetzt ordentlich informieren kann. Und deswegen rufen wir ihn jetzt an. Hallo Tim, schön, dass du da bist, dass du dir die Zeit nimmst, hier für uns ja ein bisschen auf die Thematik nochmal aufmerksam zu machen und auf ein paar spezielle Sachen da einzugehen. Du hast ja auf Basis von meinem ersten Video mich dann kontaktiert. Warum hast du das überhaupt gemacht? Ja, ich sag ganz ehrlich, ich glaube, da ist Aufklärungsbedarf, weil viele gar nicht wissen, was da für Gefahren einhergehen und was da für Probleme entstehen können.
Und ja, dass also auch die Firma Brabus sich natürlich entsprechend verteidigen muss, wenn ja, solche Sachen im Netz kursieren. Also das heißt, da kann ich auch die Firma Brabus gut nachvollziehen. Bin aber jetzt, kann ich auch direkt sagen, von vornherein kein Freund der Firma Brabus oder kein Freund von dem Herrn Buschmann oder von der Milli Brabus in dem Fall. Also da. Aber jetzt nicht im negativen Sinne, also Freund bedeutet jetzt nicht insofern, dass du mit ihnen befreundet bist, aber du stehst der Sache neutral gegenüber. Also, richtig. Okay. Genau. Ja, nicht, dass man jetzt dass jetzt jemand glaubt, du bist jetzt so ein typischer Brabus-Hater, weil du sitzt ja sogar in deiner eigenen Brabus G-Klasse. Richtig, das wäre, genau, da würde ich zusammenpassen. Ne? Genau, das ist wichtig zu sagen, ne, damit man einfach weiß, wer da dahinter steckt. So viel zum Grundthema einfach mal. Jetzt trotzdem nochmal für die Leute, weil du bist ja auch fachlich wirklich da ganz nah dran an der ganzen Thematik. Erzähl mal ganz kurz nochmal, wer du bist und was du auch für Ausbildungen schon genossen hast und eben auch für Berufserfahrung hast, in welchem Bereich, dass du überhaupt eigentlich, sage ich jetzt einfach mal, berechtigt bist, da jetzt deinen Senf dazu zu geben. Ja, kann ich gerne tun. Also ich bin CEO, in dem Fall Geschäftsführer und Inhaber der Firma THP Exclusive mit Sitz in Gladbeck, mitten im schönen Ruhrgebiet und somit fast Nachbar der Firma Brabus und Co. Also ich bin jetzt seit 2012 selbstständig in der Branche für Fahrzeugtuning und Fahrzeugveredelung von überwiegend hochwertigen Fahrzeugen. Und ja, ich sag mal, als gelernter Karosserie- und Fahrzeugbaumeister kann ich, ohne übertreiben zu wollen, behaupten, dass ich ja, mich mit dieser Materie sehr gut auskenne und auch mit Bauteilen, sag ich mal, der Firma Brabus ja, vertraut bin. Okay, also man kann sagen, du kennst dich mit der Thematik besser aus als wahrscheinlich 99% der ganzen Menschen. Vor allem 99% der Menschen, die da draußen so dermaßen hart in die Tasten gehauen haben in den letzten Tagen. Ja, also da habe ich tatsächlich, genau, also ich sag, ich will mich nicht selber loben, aber ich sag ganz ehrlich, wenn ich mir so manche Kommentare durchlese, die sind natürlich nur negativ und ja, sag ich mal, charakterlos teils auch gewesen. Und ja, ich glaube, der Einzige, der da tatsächlich fachmännisch das angegangen ist, war dieser Omid, der Autohändler von Automobilrennzentrum Rhein-Neckar. Und aber alle anderen kann ich wirklich sagen, ich habe mir wirklich alle Kommentare durchgelesen, die Arbeit habe ich mir gemacht, weil es einfach auch irgendwie interessant war, aber irgendwie auch erschreckend, wie manche da reagiert haben und ja, sagen wir mal, ihren Freund oder ihre Freundin oder ja, ihre Firma schützen wollten. Ne? Ja, voll. Ne? Also es ist halt einfach, ich würde einfach sagen, da lehne ich mich jetzt, glaube ich, auch nicht so weit aus dem Fenster. Es basiert halt ganz, ganz viel auf Unwissenheit. Und genau da wollen wir jetzt mal ein bisschen eingrätschen. Ich meine, dass die Art und Weise, wie hier kritisiert wurde von der Milli aus, ne, jetzt nicht ganz ideal ist. Das ist jetzt noch gelinde ausgedrückt. Ne? Das ist außer Frage. Ich glaube, das haben wir auch schon ausreichend irgendwo diskutiert. Mir geht es jetzt oder uns geht es jetzt trotzdem darum, weil es gab schon wirklich sehr, sehr viele Fragen, gerade so in Richtung TÜV und Zulassung und ABEs und irgendwelche Prüfnummern und so weiter und wie das alles überhaupt sein kann und so weiter, dass wir hier mal einfach aufklären, weil viele Leute sind wirklich dieser absoluten Überzeugung in diesem Land, dass wir haben ja diesen großen, tollen, allmächtigen TÜV, ne? Und wenn ein Auto ein Kennzeichen hat, dann hat es gleichzeitig TÜV und dann ist es gleichzeitig ja zu 100 Millionen Prozent quasi für den Straßenverkehr sicher. Ne? Und jetzt einfach mal aus meiner persönlichen... So sollte es sein. Ja, aus meiner persönlichen Logik heraus sage ich jetzt einfach mal, solche G-Klassen, wie jetzt hier, die jetzt zum Beispiel geschenkt wurde, ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein Neuwagen. Na? Das heißt, ein Neuwagen ist jetzt einfach nur mal meine Logik. Ne? Ja, muss doch nicht mal ein Neuwagen sein, könnte auch ein Gebrauchtfahrzeug sein. Kann sein, ne? Aber sag mal, wenn es ein Neuwagen ist, dann ist das Ding mit Erstzulassung, hat es erstmal 3 Jahre lang überhaupt gar keine Hauptuntersuchung. Ne? Richtig, ja. Das heißt also, 3 Jahre lang würde sich kein Fachmann, ne,
mit der Thematik eigentlich mal auseinandersetzen. Das heißt, ich sage jetzt auch mal einfach nur mal, rein theoretisch kann ich ja diese G-Klasse einfach mit dem ganz normalen serienmäßigen Fahrzeugbrief zulassen. Das würde auch an der Zulassungsstelle erstmal niemand hinterfragen, weil der weiß ja gar nicht, dass da ein Bodykit oder sonst noch irgendwas dran ist. Ne? Dass das natürlich schon sehr, sehr, sehr schwierig ist, sowas zu machen. Und dass man sich da eigentlich selbst strafbar machen würde, gerade wenn man noch Leistungssteigerungen hätte und so weiter und so fort, außer Frage. Ne? Aber in dem Moment, wo er das Fahrzeug natürlich auf der Straße führt, muss das Fahrzeug natürlich über eine entsprechende Eintragung, Änderungsabnahme, sprich, er muss das Fahrzeug beim TÜV vorführen, um diese Bauten einzutragen. Also vorher ist das Fahrzeug nicht zugelassen, entspricht nicht dem der Straßenverkehrsordnung bzw. der Zulassung. Und jede Veränderung besagt, dass man das vom TÜV prüfen lassen muss. Ja, so ist es in Deutschland. Wie kann das jetzt dann trotzdem sein, wenn das jetzt ein Fahrzeug ist, das ja offenkundig, das wurde ja irgendwo schon auch bestätigt, sonst hätte man das ja irgendwo auch dementiert, ja nicht original ist und auch damit eben auch anscheinend nicht gewisse Teile nicht eben einer Güteklasse angehören, die eigentlich für einen Betrieb auf öffentlichen Straßen notwendig wäre. Wie kann das jetzt sein, dass so ein Auto eigentlich überhaupt ein Kennzeichen bekommt? Tja, also ich sag mal so, das Fahrzeug wird mit Sicherheit erst angemeldet worden sein und dann umgebaut worden sein, gehe ich von aus. Aber auch der TÜV-Prüfer sicherlich nicht unbedingt es erkennen kann, also ein Plagiat von einem Original von Original Brabus-Teilen erkennen kann, weil, sag ich mal, auch diese Plagiate mittlerweile so gut kopiert sind und so gut gemacht sind, dass an alle Details gedacht wurde, also sprich auch an entsprechenden TÜV-Markierungen, Typenschildern, woraus, sag ich mal, der TÜV-Prüfer die Daten nimmt für, die er, sag ich mal, aus dem Gutachten erliest oder das ist halt alles mitkopiert. Ne? Und das ist das Problem. Ja, also der TÜV-Prüfer hat, außer der ist unendlich tief in dieser Thematik eventuell drin und weiß, dass es Fake gibt und worauf man vielleicht achten muss, dass man sowas erkennt, hat der eigentlich gar keine Chance, wenn der jetzt einfach seinen normalen Dienst absolviert, dass er das so richtig eigentlich erkennen oder aufdecken kann. Und also eine Materialfestigkeitsprüfung oder sowas wird ja auch bei einer normalen TÜV-Untersuchung ja insofern nicht gemacht, oder? Richtig, genau. Also ich sag mal, die Teile sind im Endeffekt ja lackiert. Und ob die jetzt aus dem Kunststoff sind oder aus Carbon sind, das sieht man natürlich nicht, wenn sie lackiert sind. Das prüft doch kein TÜV-Prüfer. Also ein TÜV-Prüfer prüft nicht, aus welchem Material das Material ist. Oder das Anbauteil ist. Das kann er auch gar nicht. Und der würde auch gar nicht, sag ich mal, der wird auch gleich bezahlt bekommen, sagen wir mal so. Also das ist tatsächlich nicht möglich. Im Gutachten steht es natürlich drin, aus welchem Material diese Teile gefertigt sind. Aber ich sag mal, wenn da natürlich minderwertiges Material verwendet wird, dann kann man diese Teile natürlich auch günstiger anbieten. Und und so wird es dann wahrscheinlich auch gemacht. Ja. Dann, ich sag mal, ich spreche da aus Erfahrung. Ich habe mir diese Plagiate im Urlaub Dubai angeschaut und ich sage ganz ehrlich, das ist wirklich sehr schwer zu erkennen. Und also ich habe es mir in Dubai zu Genüge angeschaut und da kann man wirklich nur von der Nähe den Unterschied in der Verarbeitungsqualität feststellen, aber sonst, also schwierig. Sehr schwierig. Das heißt, das ist eben diese optische Thematik. Ne? Jetzt kennst du selbst auch Fälle oder was ist denn jetzt eigentlich an so einer Fake-Felge denn jetzt rein theoretisch überhaupt gefährlich? Also was kann jetzt da eigentlich sein? Also eine Fake-Felge kann in dem Fall sehr gefährlich sein, weil ich sag mal, in dem Fall G-Klasse hat ein sehr hohes Gewicht. So, und die Felgen müssen dieses Gewicht tragen, also sie haben eine Traglast zu tragen. So, und wenn diese Felgen, sag ich mal, vielleicht auch aus Aluminium gefertigt sind, dann könnte es sein, dass diese Felgen nicht dieser Traglast entsprechen und dieser Traglast nicht standhalten und, sag ich mal, auch
bei höheren Geschwindigkeiten viel höhere Lasten auf diese Felgen auftreten als zum Beispiel bei niedrigen Geschwindigkeiten, wie sie zum Beispiel in anderen Ländern der Fall sind, so dass dann, sag ich mal, eine Felge auch brechen kann. Ja, also ich sag mal, nicht nur einreißen kann, sondern die kann tatsächlich brechen. Also ich habe selber gesehen und ich habe solche Bilder gesehen, kursieren im Netz auch, und ja, es ist lebensgefährlich. Also ich sag mal, wenn eine Felge bricht beim Fahrzeug, wenn man 200 fährt, dann muss ich im Auto sitzen. Ne? Ja, so, und dann sind wir bei dem Problem, ja, dass es dann natürlich auch eine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer wird oder für alle Verkehrsteilnehmer wird. Ja, weil ich sag mal, wenn eine Felge bricht, dann geht das Fahrzeug in alle Himmelsrichtungen. Also da hat man gar keine Chance mehr, da irgendwie den Unfall zu verhindern. Ne? Ja. Demnach ist das natürlich durchaus, das kann ich natürlich gewissermaßen nachvollziehen, eine emotionale Thematik, gerade wenn man sich da jetzt der Firma Brabus angehörig fühlt oder angehörig ist, ne, dass wenn man dann sowas sieht, dass man da erstmal vielleicht wütend wird und irgendwo danach gelagert halt auch wirklich sich dann um die Leute sorgt. Hätte man halt auch anders formulieren können insofern, aber wie gesagt, das ist eine andere Thematik. Ne? Aber das ist wirklich, wirklich gut und auch spannend. Ne? Und also das Gleiche gilt ja schon auch für den Innenraum, ne? Weil ich meine, man hat ja wirklich Stellen, da ist, wenn das wirklich auch, sagen wir mal, fake ist, kann das auch gut sein. Ich meine, wir haben überall Stellen, wo auch Airbags eigentlich mal aufplatzen sollten, beispielsweise. Ne? Am Lenkrad, am Armaturenbrett, je nach Fahrzeugklasse gibt es da wirklich diverseste Stellen, wo Airbags rauskommen. Ne? Und wenn ich natürlich da irgendwas drüber beledere, Alcantara ziehe oder sonst irgendwas, ne? Und das halt irgendwo vielleicht nicht richtig mache. Also ich bin jetzt nicht unendlich vom Fach, ne? Also da kannst du vielleicht noch mal besser das Ganze beurteilen, aber das ist zumindest meine Auffassung der ganzen Sache, ne? Ja, also genau, im Innenraum ist tatsächlich, sag ich mal, das Airbag ein großes Thema, und die Airbags sind ja mittlerweile in sämtlichen Verkleidungen, hinter sämtlichen Verkleidungen verbaut, also hinterm Armaturenbrett, was beledert ist, hinterm Lenkrad, Mittelteil, ne? Hinter den Türverkleidungen sind Sidebags oder an, sag ich mal, Verkleidungen wie hier, sag ich mal, an der B-Säule des Fahrzeugs und auch oben an den Dachsäulen. Also ja, und wenn da einer, sag ich mal, nur aus Schönheit, sag ich mal, das beledert, aber, sag ich mal, nicht mit entsprechenden Nähten verziert oder auch mit Sollbruchstellen oder Sollnähten, Sollbruchnähten beledert, dann kann dieser Airbag nicht auslösen, beziehungsweise dann kann dann das ganze Teil ins Gesicht fliegen im Fall des Unfalls, und das hat dann natürlich auch wieder dramatische Folgen. Ja, es ist echt crazy, wenn man sich das vor Augen führt. Das ist wirklich, wirklich wild. Ne? Führt uns zur nächsten Frage. Wer verkauft so ein Auto in Deutschland? Also die Frage ist ja echt, weiß der Händler oder wusste dieser Händler, weil irgendwo wurde das Auto ja gekauft. Also er hat es ja mal schon mal ganz klar nicht bei Brabus gekauft, das können wir schon mal ausschließen wahrscheinlich. Ne? Also wie erklärst du dir das, wie so ein Auto auf einen deutschen Markt kommen kann und auch in Deutschland dann gekauft bzw. verkauft werden kann? Also ich will erstmal behaupten, dadurch, dass der Preisunterschied so enorm ist von einem Plagiat zu einem echten, ob es jetzt Brabus ist, es gibt auch andere Fahrzeugveredler, die Teile herstellen. Da der Preisunterschied so enorm ist, es ist natürlich schmackhaft, sag ich mal, solche Teile dann zu verwenden. Magst du da mal kurz Zahlen nennen, damit man eine Größenordnung hat, einfach zur Einstufung? Also ich sag ganz ehrlich, wenn man wirklich einen kompletten Umbau macht bei der Firma Brabus oder die Teile zumindest von der Firma Brabus in dem verkauft, das geht in sechsstelligen Bereich. Ich sag mal, da redet man über um die 200.000 Euro. Bei einer G-Klasse, ne? Einfach on top. Ne? Und das Auto ist ja grundsätzlich schon, also sagen wir mal locker bei 250.000. Ne? Genau, die sind da schnell erreicht. Und das ist halt nur die Außenoptik. Ne? Also wir reden jetzt nicht vom Motor oder so. Ne? Also Motor, sagen wir mal, sowas wird tatsächlich nicht so einfach kopiert. Aber weil da halt das technische Verständnis wieder bei den anderen Leuten fehlt. Oder bei diesen Plagiatherstellern. Aber ich sag mal, die Anbauteile, in dem Fall 200.000 zu, man kann ja
selber mal recherchieren und selber mal schauen, wer Lust hat. Ich habe es getan und ja, also ich sag mal, es gibt dann diverse Internetpräsenzen, AliExpress und wo solche Sachen natürlich dann importiert werden. Und ja, das sind diese Teile, sag ich mal, für 10.000 Euro angeboten. Und Ja, Wahnsinn. 10.000 zu 200.000 ist natürlich... Angenommen, ich kaufe das Kit für 10.000, lasse das draufschrauben. Von mir, sagen wir mal, Arbeit kostet 5.000 oder sowas in die Richtung. Habe ich ein Invest von 15.000, verkaufe das Ganze für 200.000. Ist ein netter Gewinn, ne? Kann man machen, sollte man vielleicht trotzdem nicht, aber kann man machen, ne? Das ist schon krass, ne? Aber also man ist nicht nur, also die Leute, die sowas machen, die sind sich natürlich der Gefahr gar nicht bewusst. Also die sag ich mal, will ich auch behaupten, die sind gar nicht, kennen sich mit der Materie gar nicht aus. Die können sich halt solche Teile anbauen. Da braucht man jetzt nicht viel fachmännische Ahnung für. Aber den Hintergrund, sag ich mal, ne? Also ich sag mal, und da kann ich auch wirklich Firma Brabus nur loben, sag ich mal, die Entwicklung, die dahinter steckt und das Design, was dahinter steckt. Und das ist ja ein ganzer Prozess, der dahinter steckt. Und man muss ja auch entsprechende Vertriebspartner haben, wo man weiß, dass die entsprechend fachmännisch zertifiziert sind, sag ich mal, solche Teile überhaupt ordnungsgemäß, so wie Brabus vorgesehen hat, einzubauen. Ne? Und auch den richtigen Kleber zu verwenden, auch die richtigen Schrauben zu verwenden, auch die, dass man da, ne, also man hat ja dann auch mit verschiedenen Temperaturen zu tun. Ich sag mal, hier in Deutschland, sag mal, ist hat man viel mit Feuchtigkeit zu tun, ne? Aber ich sag mal, in Ländern wie Dubai, da ist natürlich auch eine ganz andere Hitze, ganz andere Temperaturen. So, da muss natürlich auch dieser Kleber genauso halten wie bei kälteren Temperaturen. Ne? Und jeder weiß, sag ich mal, ein Kleber, der wird natürlich, wenn er warm wird, kann er sich lösen. Ne? Also auch solche Sachen müssen da berücksichtigt werden. Und das ist ein ganzer Rattenschwanz, der da dran hängt. Und das wissen, sag ich mal, diese Leute, oder da machen diese Leute, die diese Plagiatteile verbauen, gar keine Gedanken darüber. Bei denen ist nur der Profit wahrscheinlich entscheidend und Ja, ist krass. Ist echt krass. Also da mal auch hier, es ist tatsächlich, wie gesagt, in Dubai gewesen, habe ich es mir angeschaut. Es ist auch nicht nur die Firma Brabus, die davon betroffen ist. Ne? Also es sind auch, sag ich mal, andere Fahrzeugtuner wie Mansory, AMG selber, Novitec, von Abt oder von anderen Fahrzeugen habe ich tatsächlich nichts gesehen, aber wird es mit Sicherheit auch schon geben, kann ich mir gut vorstellen, dass sie auch solche Teile schon nachbauen. Ja. Zum einen reicht das, um sein Ziel der Steigerung der Optik quasi zu erzielen. Grundsätzlich könnte man sagen, ist das ja auch legitim, wenn du sagst, du willst es so machen und du gehst das Risiko, dem die Leute sich wahrscheinlich nicht so bewusst sind, was sie sich da wirklich eingehen, ne? Aber du sagst schon ganz, ganz spannend. Also ich will eigentlich nur mal kurz zur Eingangsfrage da zurück zu gehen. Wie kann das sein, dass jemand in Deutschland so ein Auto dann verkauft? Weil ich meine, ein Händler, also ich kann mir ja fast nicht vorstellen, dass ein Händler wissentlich an einen Rapper, ne, der wirklich also ja auch maximal in der Öffentlichkeit steht, wissentlich einen Fake-Brabus verkauft. Ja. Oder also, wie kannst du dir das erklären? Kann ich mir nicht erklären. Ich habe nur gehört in einem Video, was auch aufgetaucht ist, dass es wohl ein Freund von PR Sports war und der das Fahrzeug vielleicht deswegen dort gekauft hat und sich gar nicht auch da groß mit befasst hat, ob es jetzt wirklich ein Original Brabus-Umbau war, Original Brabus-Anbauteile waren, sondern einfach der Optik wegen. Und ich sag mal, da war ja die Luna Rabea, die hat ja dieses Video dann gesehen, wo er seinen GLS Maybach abgeholt hat. Und sie hatte ja Interesse an dem Fahrzeug gezeigt, was da im Hintergrund stand. Und das war dann halt diese Mercedes G-Klasse mit dem Fake-Teilen. Und dieser Tiffany-farbenen Lederausstattung. Ja, und ich sag mal, der hat es ganz gentleman-like natürlich gemacht, ihr dieses Fahrzeug schenken wollen. Ne? Aber ich glaube, will ich mal behaupten, auch er wusste gar nicht, was er da kauft. Ja, und
kann man ihm auch nicht übel nehmen, weil ich sag Nee. mal, Also woher willst du dieses Fachwissen haben? Ne? Also. ja, genau. Er kennt sich mit Rap aus und aber nicht mit solchen Sachen. Was dann aber im Endeffekt in einem Kaufvertrag steht, das würde mich mal interessieren, weil ja, ich sag mal, ein Fahrzeug, was als G-Klasse Brabus verkauft wird, sollte natürlich dann auch im Fahrzeugschein oder im Kaufvertrag als G-Klasse Brabus ausgewiesen sein. Ja, und dann wird es schwierig für den Händler. Ja, schon, ne? Ja, also echt. Ich würde das wirklich zu gerne wissen. Also klar, wenn man es dann ein bisschen tiefer gräbt, dann könnte man eventuell herausfinden, bei welchem Autohaus er sein GLS gekauft hat, dass da diese G-Klassen rumstanden. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das Autohaus war, wo er das dann gekauft hat. Es wäre rein theoretisch naheliegend. Es gibt dafür aber keine Beweise. Grüße gehen raus, bitte, genau. Na, also wenn da jemand mehr weiß, der darf sich wirklich sehr, sehr gerne melden, weil wir beide sind, glaube ich, sehr gespannt, da eigentlich nochmal tiefere Infos zu bekommen. Ne? Genau. Wir wollen ja auch kein Schlecht machen hier. Nein, null. Das ist nicht das Ziel unseres Videos hier, unserer Dokumentation, weil ja, im Endeffekt kann jeder selbst entscheiden, was er für ein Auto kauft, aber unser Ziel ist ja hier, sag ich mal aufzuklären genau. Und zu sagen, pass auf, das hätte so nicht passieren dürfen, ist aber passiert, warum ist es passiert und ja, damit andere, sag ich mal, da wissen, pass auf, wenn ich mir solche Umbauten kaufe, dann kommt zu mir, Firma TIP Exclusive in Gladbeck, Luxemburger Straße 12, ja, seid herzlich eingeladen. Also wir sind unabhängig, wir sind weder Goldpartner, verifizierter Partner noch irgendwas, aber wir sind verifiziert genug, solche Umbauten fachmännisch umzubauen. Das verspreche ich euch und da stehe ich mit meinem Namen hinter und da lege ich mein Wort drauf. Da kam sie doch noch, die Eigenwerbung, ja. Ist aber auch in Ordnung, passt definitiv. Ne? Du hast es vorher schon so ein bisschen erwähnt, dass ja eigentlich diese Thematik, das hattest du mir auch im ersten Gespräch schon auch mal kurz erzählt, es ist in Deutschland eigentlich gar nicht so das große Problem, weil in Deutschland eben durch die krassen Regularien und TÜV und alles Mögliche ist es schon wirklich sehr, sehr limitiert und eigentlich tendenziell selten, dass sowas überhaupt passiert. Viel, viel häufiger oder fast ausschließlich, hast du schon gesagt, ist das ja zum Beispiel in Dubai der Fall, dass eben da fährt ja anscheinend eine gefakte Brabus G-Klasse nach der anderen rum, oder wie? Richtig, ja. Also ich sag ganz ehrlich, ich will fast behaupten 90%. Ja, krass. 90%. Und mittlerweile auch, sag ich mal, Umbauten habe ich auch schon bei Mobile zum Beispiel gesehen. Sag mal, wenn man jetzt einen Lamborghini zum Beispiel, Lamborghini Aventador, gibt es ja in verschiedenen Ausführungen. Dann gibt es auch das SVJ, das ist so das Spitzenmodell. Und ja, dass also auch Umbauten angeboten werden, die wo man sein Lamborghini Aventador auf SVJ-Optik umbauen kann. Ja? Also auch da wird scheinbar kein Halt gemacht, aber auch da würde ich behaupten, ist die Qualität nicht besser. Ja, wirklich. Ja, und ich sag mal, man muss ja wirklich mal bedenken, wie viel Entwicklung und wie viel fachmännische und was für eine Maschinerie dahinter steckt, sag ich mal, solche Teile zu entwickeln. Ja, also ich sag mal, die sind ja teils sogar im Windkanal erprobt, ob die diese Geschwindigkeiten aushalten, weil danach werden ja die Teilegutachten gefertigt oder Teilegutachten erstellt. Ja, das heißt, die müssen ja wissen, bis zu welcher Geschwindigkeit oder hält dieses Teil die Geschwindigkeit des Fahrzeugs aus. Also wenn, sagen wir mal, wir reden ja hier über Fahrzeuge, die jenseits von 200 fahren, also so mal teils 300, 350 fahren, oder sogar noch schneller fahren. So, halten diese Teile überhaupt den Luftwiderstand? Ja, da habe ich auch schon Sachen erlebt, ne? Gerade so von so Tuning, da hinten nochmal so eine Spoilerlippe draufgeklebt oder sowas, ne? Und dann fährst du da 250 und weg ist sie. Ja. Und wenn jetzt das dein Hintermann in die Windschutzscheibe bekommt, er sich erschrickt, er das Steuer rumreißt oder sonst was und whatever passiert, das ist es alles nicht wert. Und du hattest auch schon selbst eine spannende Geschichte mit Brabus in diesem ähnlichen, sagen wir mal, Zusammenhang. Ja, tatsächlich schon, ja. Und zwar habe ich mein Brabus G700 in dem Fall, gebraucht gekauft, habe prüfen lassen,
bevor ich das Fahrzeug gekauft habe, wo das Fahrzeug umgebaut wurde. Und das Fahrzeug wurde tatsächlich im Hauptsitz von Brabus umgebaut. Das war mir in dem Fall auch sehr wichtig, weil es halt auch andere Händler gibt, die solche Sachen einfach bauen. Aber ich dachte mir, Brabus selber kann es am besten. Ja. In Bottrop. Und und dann habe ich mein Fahrzeug auch direkt nach Kauf zu Brabus gebracht, weil so ein paar Sachen an dem Fahrzeug defekt waren, die in dem Fall auch nur Brabus entsprechend fachmännisch reparieren kann und schon setzen kann. Und da waren mehrere, sag ich mal, Schönheitsreparaturen tatsächlich auch notwendig, wie zum Beispiel die Auspuffrohre. So, Okay. in meinem Fahrzeug hatte ich schwarz matt beschichtete Auspuffrohre, eine Auspuffanlage verbaut von Brabus. Der hat ja, die G-Klasse hat ja rechts 2 Rohre und links 2 Rohre. Und die waren halt durch Steinschläge und so waren die halt, sag ich mal, nicht mehr schön. Ja. Und dann habe ich halt Brabus gebeten, da, sag ich mal, die Rohre entsprechend wieder auf Vordermann zu bringen, dass das wieder ordentlich aussieht, dass das schön aussieht, weil ich ja im Endeffekt mit meinem Fahrzeug auch auf Veranstaltungen bin und ich ja auch die Marke Brabus damit vertrete, auch mit meiner Firma dann in dem Fall und ich sag ich mal, so ein Fahrzeug dann auch entsprechend schön haben will. Ja, und statt, sag ich mal, dass Brabus sich dann davon angenommen hat, mir, sag ich mal, die Rohre zum Beispiel gegen andere Rohre zu ersetzen, anzuschweißen, was für eine Firma Brabus kein Problem sein sollte, wurde mir lediglich eine neue Auspuffanlage angeboten. Ja, wir reden hier über knapp 10.000 Euro. Ja. Okay. So, das fand ich dann nicht in Ordnung. Hätte man natürlich machen können, aber ich sag ganz ehrlich, auch ich muss hart für mein Geld arbeiten, also von daher habe ich das nicht eingesehen. Die Firma Brabus hätte auch die Rohre zum Beispiel polieren können. Ja, also ich sag mal, dann wären sie halt, statt schwarz-matt, wären sie halt poliert gewesen. Nein, es war nur die Möglichkeit, die Auspuffanlage gegen neu zu ersetzen. So wurde es mir von Brabus kommuniziert. Daraufhin habe ich dann das Fahrzeug bei mir umgebaut und habe diese Rohre gegen neue Rohre ersetzt. So, diese neuen Rohre habe ich im Internet gekauft, habe diese Rohre dort angeschweißt und habe statt 2 Rohre je Seite 3 Rohre je Seite gemacht. Damit das Ganze nochmal ein bisschen modifizierter aussieht. Ja, dann habe ich das Fahrzeug irgendwann zur Inspektion bringen wollen bei der Firma Brabus in Bottrop. Alles soweit gut, Fahrzeug wurde auch angenommen vom Serviceleiter. Und am nächsten Tag kriege ich einen Anruf, dass ich doch bitte mein Fahrzeug abholen soll. Weil mein Fahrzeug nicht in die Halle darf. Laut Eine Richtlinie oder was? Einer Richtlinie bzw. eines Mitarbeiters oder ich glaube nicht, dass es Konstantin Busch war, aber es war irgendein Mitarbeiter, der scheinbar da was zu melden hat. Ich weiß leider bis heute nicht, wer es war. Hätte ich gerne rausgekriegt, aber habe ich leider noch nicht rausgekriegt. Und dann habe ich mich natürlich aufgeregt. Ich sag, wie kann das sein? Ne? Ja, sie haben an dem Fahrzeug Rohre verbaut, die nicht Originalteile der Firma Brabus sind. Wir reden hier in dem Fall über einen Stempel, der oben auf den Rohren aufgebracht ist. Und und der weicht leicht von den originalen Brabus B ab. Ja? So. Ich fand es lächerlich, bin ich ganz ehrlich, weil ich sag mal, ich habe 99% in dem Fall Originalteile an meiner Brabus B-Klasse hier verbaut und dann wegen diesen Rohren da so einen Aufstand zu machen, fand ich nicht korrekt. Sag ich ehrlich, kann man sicherlich mit dem einen oder anderen machen, aber ich fand es nicht korrekt. Also mit mir sowas zu machen, nee. Ja, und dann habe ich daraufhin natürlich versucht, den Chef zu erreichen, den Buschmann zu erreichen.
Aber er war nicht erreichbar, hat auch nicht zurückgerufen, E-Mails geschrieben, Sekretärin, Chefsekretärin, in dem Fall 2, angerufen, nicht zurückgerufen. Also es hat sich so ein halbes Jahr gezogen und irgendwann war es dann auch leid und ich war schon kurz davor, das Fahrzeug wieder zu verkaufen oder die Brabus-Embleme zu entfernen, weil ich es einfach nicht schön fand. Ja. Und da muss ich sagen, da habe ich mir eigentlich von einer Marke, die unter anderem Nachbar hier von mir sind. Gladbeck und Bottrop ist sehr nah beieinander und wir machen die gleiche Materie. Da hatte ich mir eigentlich erwartet und gewünscht, dass da anders mit umgegangen wird. Ja. Also kann ich verstehen, kann ich ein ganz kleines bisschen tatsächlich auch von beiden Seiten auch verstehen, weil ich meine, wenn die natürlich mit unter Anführungszeichen sowas anfangen, dann nimmt das fast kein Ende mehr. Aber wenn man halt schon mit dem Kunden Kontakt hatte ursprünglich mal und der sich dann dafür entschieden hat, ich meine, das Thema ist ja auch unter Anführungszeichen Materialgüte von denen, weil wenn die dann eine matte Beschichtung drauf haben, die dann eben durch Steinschläge da dann runtergeht, dann muss ich eigentlich als Unternehmen hingehen und sagen, ich habe eine Lösung für Kunden, die damit nicht mehr zufrieden sind. Gerade wenn das Auto mal dann weiterverkauft wurde hat da auch einen nicht vielleicht ganz unprominenten Vorbesitzer, habe ich irgendwie mitbekommen. Ne? Casey Rebell, richtig. Ne? Also von dem her, verstehe ich diese Handhabe nicht. Also es kann einfach nur sein, leider ist man wahrscheinlich dann schon in einer Unternehmensgröße, wo es für sowas, das sagt man dann immer sehr, sehr gerne, ich kenne das so von der Porsche AG eigentlich oft, es gibt dafür noch keinen Prozess. Der Prozess muss erst geschrieben werden, ne? So in die Richtung. Ne? Und, ich habe auch gesagt, je größer eine Firma ist, desto weniger bekommen natürlich auch die Obersten da mit. Ne? Also auch richtig, ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass derjenige, der sowas zu entscheiden hat, das vielleicht gar nicht unbedingt mitbekommen hat. Ja? Aber gut, vielleicht sieht er das Video und Vielleicht, ja. Oder, genau, wo sie sich dann melden dürfen, das wissen sie insofern. Genau. Genau. Nee. Ja, es waren auch noch, ich sag mal, auch Lackschäden, sag ich mal, an dem Fahrzeug, die, sag ich mal, nicht durch den Vorbesitzer entstanden sind oder durch irgendwelche Nachlackierungen, sondern die wirklich, man kann ja Lack messen von der Dicke her, die dann auch da, sag ich mal, teilweise der Lack gerissen oder der Lack Carbon zum Beispiel, da waren so Wolken im Carbon. Auch da wurde nicht, sag ich mal, seitens Brabus korrigiert oder mir entsprechend angeboten, das, sag ich mal, ordnungsgemäß in einen Zustand zu verbringen, der vorzeigefähig ist. In dem Fall war ich sogar mit dem Lackierer da, der auch für die Firma Brabus die Fahrzeuge lackiert und die Anbauteile lackiert und auch der ist Fachmann genug, um zu sagen, das muss man so oder so machen, muss neu lackiert werden oder muss angeschliffen werden oder wie auch immer. Und wann war das eigentlich alles? Das war im Jahr 2024. Also noch gar nicht so lang her, okay. Richtig. Genau. Also, wenn du jetzt gesagt hättest, es war jetzt vor 4 oder vor 5 Jahren irgendwie sowas in die Richtung, ne, dann hätte ich vielleicht so ein ganz kleines bisschen gedacht, okay, da war viel Umstrukturierung bei denen und so weiter und so fort. Das sind sicherlich noch einige, aber also 24 scheint jetzt eigentlich schon, dass die relativ auf einem stabilen Kurs unterwegs sind und eigentlich da alles relativ gut läuft. Zumindest so macht es nach außen den Anschein. Ich habe mir auch einige Podcasts schon auch angehört, auch mit dem Konstantin, und da macht das wirklich alles einen sehr, sehr guten und soliden Eindruck, und ich denke auch, dass das im ganz Großen und Ganzen definitiv ist, und da kann man eigentlich nur hoffen, dass sowas ein Einzelfall ist, obwohl auch sowas in einem Einzelfall eigentlich nicht darstellbar ist, gerade wenn es eben um Luxury geht, ne, in diesem Bereich. Ne? Also da ist schade. Ne? Also würde mich mal eine neue Beurteilung auf aktuellem Stand wirklich extrem interessieren. Ne? Und insofern kann ich dir eigentlich nur die Daumen drücken, dass die da vielleicht dann doch nochmal auf dich irgendwie in irgendeiner Art und Weise zukommen. Ne? Ja, weil derjenige, der so ein Fahrzeug dann einmal gekauft hat und ob der sich dann noch ein zweites Fahrzeug kauft, wenn so mit einem umgegangen wird, ne? Das bezweifle ich. Ne? Das ist dann schwierig. Nicht so gut, ne? Genau, und da sollte man dann halt, Augenmerk mehr auf die Kunden werfen, statt mal auf Social Media aktiv zu sein, weil die Kundenzufriedenheit sollte eigentlich
bei solcher einer Luxusmarke das A und O sein, meiner Meinung nach. Und da ist es deutlich wichtiger, sag ich mal, da sich drauf zu konzentrieren, als auf Social Media und alles, was dazugehört. Ne? Sollte man meinen, ja, insofern. Ne? Also Tim, abschließend ein Resümee, deine Meinung zu der ganzen Thematik. Ja, also ich sag ganz ehrlich, ich erwarte eigentlich von Firmen wie die Firma Brabus, also solche Luxusmarken, dass sie ein Produkt entwickeln, was nicht so leicht zu kopieren ist. Ja? Und ich sag mal, Firma Brabus sitzt ja auch hier in dem Fall in Deutschland und hat mit Sicherheit gute Möglichkeiten und auch ein gutes Netzwerk, Teile zu entwickeln, die nicht so leicht zu kopieren sind. Ich weiß, die haben schon Sticker mittlerweile und Embleme, sag ich mal, die es zertifizieren, oder man hat auch ein Zertifikat und alles. Aber im Endeffekt sind es ja alles Sachen, die man nachmachen kann. Ne? Aber sag mal, wenn man die Teile so entwickelt, dass sie nicht so leicht zu kopieren sind, sprich, dass sie wirklich sehr kompliziert nachzubauen sind, dann würde ich behaupten, dann ist es auch für einen Hersteller, der Plagiate herstellt, deutlich schwieriger, solche Teile zu kopieren. Ja, und damit könnte man dann auch diese Problematik mit gefälschten Kopien, Plagiaten, zumindest mal zukünftig für neue Modelle und so weiter in den Griff kriegen, weil ich sage jetzt mal, wahrscheinlich für alte Modelle oder bestehende Modelle ist der Zug mehr oder weniger abgefahren, ne? Richtig. Mein G-Klasse ist ja auch ein gängiges Auto, ist ja auch das Auto, was hauptsächlich auf tatsächlich Brabus umbaut. Da sind die anderen Fahrzeugveredler nicht so gut unterwegs wie die Firma Brabus. Also von daher bin ich guter Dinge, dass Konstantin Buschmann und sein Team das sicherlich gut hinkriegen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, in diesem Sinne auch nochmal schöne Geburtstagsglückwünsche nachträglich an Herrn Buschmann und Konstantin. Der hatte die Tage Geburtstag, habe ich gesehen, auf seinem Kanal. Grüße gehen raus, alles Gute. War natürlich jetzt nicht gerade die beste Zeit, wo sein Geburtstag drauf fiel, aber ich denke mal, er hat es trotzdem gut gepackt. Hätte sich ein anderes Geschenk wahrscheinlich gewünscht. Ja, glaube ich auch, ja. Ja, dann sage ich schönen Dank für die Dokumentation. Hat Spaß gemacht. Oh ja. War sehr aufschlussreich, denke ich mal. Ich hoffe, wir konnten einige damit erreichen und einigen, sage ich mal, auch die Meinung entsprechend bestätigen, beziehungsweise anderen die Meinung, die da vielleicht ein bisschen anders gelegen haben, da ein bisschen helfen aus meiner Sicht und fachmännischer Sicht. Und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn der eine oder andere, vielleicht wenn er Bedarf hat, mal bei uns vorbeischaut. Hier in Gladbeck, also wie gesagt, mitten im Ruhrgebiet, unmittelbar in der Nähe von Bottrop, Essen entfernt, und könnt mich gerne anrufen. Ich stehe für Fragen und Umbauten gerne bereit. Schaut gerne bei uns auf der Website vorbei, www.tip-exclusive.com. Da findet ihr alle Infos, was wir denn alles so Schönes machen. Sehr gut. Wer da Interesse und Bedarf hat, der darf sich da gerne hinwenden. Genau. Also danke fürs Gespräch, danke für deine Zeit und sind wir mal gespannt, wie die Meinung der Leute auch zu unserem Gespräch ausfallen wird. Genau, schauen wir mal. Also, ciao. Ciao, bis dahin. Das war doch ein spannendes Telefonat, würde ich sagen. Also ich finde, es ist sehr, sehr wichtig, das Ganze von der technischen Seite, wirklich von Leuten, die auch von und für dieses ganze Thema leben, dann auch wirklich geschildert zu bekommen, was da tatsächlich dahinter steckt. Denn es ist nicht einfach nur so, dahingesagt, ein Vorwand, jetzt hier irgendwie jemanden dann auf Social Media anzugreifen, sondern es steckt tatsächlich was dahinter. Ja? Und wie das Ganze eben mal ursprünglich dann eben losgetreten wurde, dieser, ich sage jetzt mal einfach Skandal da dazu, wobei ich das eigentlich gar nicht toll finde, dieses Wort, weil es so negativ behaftet ist. Und das ist halt einfach, es ist eine Auseinandersetzung, es ist ein Thema, mit dem sich jetzt ganz, ganz viele Menschen auseinandergesetzt haben. Und mir ist es einfach wichtig,
hier ganz neutral, so neutral wie möglich, mit gesundem Menschenverstand das ganze Thema einfach zu beleuchten. Und ich hoffe, dass mir das gelungen ist. Gerne in die Kommentare schreiben, ja, was du davon hältst, was du dazu sagst. Und mit diesen Abschlussworten, mit diesem hoffentlich Rundumblick, den man jetzt gehabt hat oder bekommen hat, hoffentlich durch meine 2 Videos auch unter anderem hoffentlich, ist diese Thematik jetzt, glaube ich, fürs erste Mal geklärt. Ich denke, dass es da Fake gibt und dass dieser Fake tatsächlich große Gefahren aufwerfen kann, das sollte jetzt auf einem ganz anderen Level in der Bevölkerung bewusst sein. Und und natürlich sollte vielleicht auch einem, was man für sich selbst dann auch mitnehmen kann, definitiv, dass man schon echt aufpassen sollte, wie man etwas sagt. Und ich kann auch wirklich jedem Einzelnen, der jetzt immer noch dran ist am Video, also wirklich nur extrem auch ans Herz legen. Erstens, schreib gerne einen Kommentar, mach es unbedingt hier zu diesem Video. Mich interessiert deine Meinung. Aber wenn du deine Meinung äußerst, dann darf das bitte immer nur geschehen, wenn du wirklich Argumente hast für das, was du sagst, wenn du wirklich Beweise hast, wenn du belegen kannst, was du sagst, Weil ansonsten sind das einfach irgendwelche Aussagen, die am Ende des Tages im ersten Fall oder im größten Fall, im schlimmsten Fall eigentlich, nur Hass und Missgunst und ein Match untereinander irgendwo bewirkt. Und wenn wir alle mal ein bisschen sachlicher wären, das gilt auch für die Milli, die hätte auch einfach sachlicher sein können und hätte die Sache anders angehen können, dann glaube ich, wäre die Welt definitiv ein deutlich, deutlich besserer Ort oder wir können sie zumindest zu einem deutlich besseren Ort machen. In diesem Sinne, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Video.